Herzlich willkommen zu einem neuen Restaurierungsprojekt. Hierbei handelt es sich um moderne Bauernstühle, die 1984 in Potsdam gefertigt wurden. Die Leisten wurden untergeschraubt, deshalb gab es Risse in den Sitzen, die geleimt werden mussten. So. Ja, Bauernstühle sind vielleicht etwas aus der Mode gekommen, aber solche handgefertigten Stühle sind doch auch schon immer was Besonderes und vor allen Dingen auch ewig Haltbares. Das Entfernen solcher Lacke, hier handelt es sich um einen Nitrolack. Das geht für mich am besten, am effektivsten auch mit diesem Zieglinghobel von Stanley. Und das hat den Vorteil, man schmeißt nicht so viel Schleifpapier weg, weil sich das zusetzt. Ich arbeite sehr gern mit diesem Zieglinghobel und noch lieber und feiner geht es mit der richtigen Zieglinge, wo quasi der Draht angebogen wurde. An dieser Sitzplatte sind Kanten zu bearbeiten. Also an 24 Positionen muss ich hier meine Zieglinge ranführen und die Kante sauber bearbeiten. Das unterschätzt man total, wenn man den Sitz so einfach sieht, denkt man, naja, einmal die Kante abziehen. Aber nein, es ist die Phase, es ist die gerade Strecke und es ist unten die gebrochene Kante, wo auch mal so Lacknasen sich befinden. Also es ist eine Bearbeitung von 24 verschiedenen Positionen. Und deshalb geht das Video hier auch so lange an der Stelle. Also das ist eine ziemlich zeitaufwendige Arbeit. Sehr banal, aber zeitintensiv. Ich habe jetzt nicht noch gezeigt, wie ich die gebrochene Kante bearbeitet habe, sonst wäre das Video wirklich zu lang geworden. Meine Videos schicke ich ja auch immer meinen Kunden, insofern ist es auch eine Dokumentation meiner Arbeit. Und ich hoffe, die Hälfte der Zuschauer ist an der Stelle jetzt noch nicht abgesprungen, weil es zu langweilig wird. An der Stelle einen herzlichen Dank an alle, die meinen Kanal anschauen und eine Feinheit hinkriegen. Jetzt ist es gut, mit der Zieglinge nochmal rüber zu gehen, um die letzten verbliebenen Lackreste von der Fläche zu entfernen. Dann hat man quasi schon fast eine fertige Oberfläche. Man kann sie nochmal schleifen, aber wenn die Zieglinge gut geschärft und in Ordnung ist, ohne Riefen, dann hat man schon eine ziemlich saubere Oberfläche. Zur Handhabung der Zieglinge, man hält sie leicht unter Spannung, leicht gebogen, sodass die Ecken nicht ins Material eingreifen können und führt sie mit sanftem Druck über die Fläche. Wenn man den Druck erhöhen muss, man merkt es, wenn sie stumpf wird, sie greift dann nicht mehr so gut, dann ist das Nachschärfen dran. Und das habe ich in einem extra Video schon mal zurechtgeschnitten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich gebe mir auch immer sehr viel Mühe, so viel wie möglich Informationen, vor allen Dingen auch diese kleinen Handhabungen in meinen Videos zu verdeutlichen. Weil das sind halt Dinge, die man eigentlich nur beim 1:1 Praktikum oder Kurs lernt. Der nächste Schritt, jetzt habe ich hier ein wackeliges Bein. Das ist schon mal schön, weil das erleichtert uns die Arbeit etwas. Ich brauche quasi eine Auflage und ein Rundholz, was dem Zapfendurchmesser in etwa entspricht. Und kann so das Bein aus seiner Führung schlagen. Und ganz, ganz wichtig, bevor ich das tue, ich muss mir die unbedingt kennzeichnen. Wir haben ja erstmal hier schon die 2 stehen, aber ich muss mir genau die Position der Füße kennzeichnen. Und das mache ich, indem ich mir hier einfach freihand einen Strich rüberzeichne und hier genauso. So, gut, dann kommt hier 2,1 hin, 2,1 und hier haben wir 2,2 und 2,2. Wenn ich das nicht mache, ich kriege diese Füße nie wieder in dieselbe Position gedreht und die sind quasi dreidimensional schräg nach allen Seiten und hier oben ist wirklich mein einziger Anhaltspunkt, dass die
nicht verdreht sind und dann wackelt der Stuhl oder die sind ja alle auch abgeschrägt, das passt dann sonst nicht. Ja, ja, so ist es. So, genau. Jetzt habe ich mir die Beine markiert. Jetzt kann ich loslegen. Der geht ganz leicht. Jetzt kann ich mit den Beinen wieder an die Drehbank gehen, den Lack runterschleifen und an der Drehbank auch gleich neu polieren. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Zuvor musste ich noch die Keile aus den Schlitzen sägen. Und damit mir das gut gelingt, habe ich mir den Spiegel davor gestellt. Ansonsten lag ich so 2, 3, also ich habe es zweimal probiert und dann bin ich knapp daneben gewesen und das ist natürlich nicht schön. Aber so ging es ganz prima. So. Also dieses So, das muss ich mir mal abgewöhnen. Zum Abschleifen von dem Lack. Es ist sehr, sehr mühselig, das von Hand zu machen. Deshalb nutze ich gerne die Drehbank dafür. Hier sieht man, wie ich den Lack von den Stuhlbeinen runterschleife. Das war eine ganz schön staubige Angelegenheit und das Video läuft hier 30 Sekunden knapp. In echt hat das so knappe 10 Minuten gedauert, den Lack runterzuschleifen und mit Polieren. Das waren gute 10 Minuten. Also für einen Stuhl muss man so eine Stunde Bearbeitungszeit einplanen, um den Lack runterzuholen und neu zu polieren. Alleine die Beine. Also das sind alles so kleine versteckte Sachen, das ahnt man nicht, wenn man den am Ende so sieht, das Ergebnis sieht. Ne? Das ist schon erstaunlich. Jetzt geht es weiter mit Shellac. Ich habe mir gleich den Ballen fertig gemacht. Das ist jetzt auch ein Prozess mit Trockenpausen, also man kann 1-, 2 Mal drüber gehen, bisschen Polieröl dabei und dann wieder stehen lassen, 5 Minuten warten, dann wieder anschalten. Und das Ganze so 3 Mal, dann hat man eigentlich eine ganz vernünftige Oberfläche. Ja, und es ist natürlich schön zu sehen, wie der Glanz entsteht, immer mehr. Also ich habe auch Bimsmehl benutzt, um die Poren zu füllen. Diese Leiste ist gerissen, wo die Füße drin waren. Das muss jetzt geleimt werden. Ich drücke den Leim in die Fuge rein. Sieht man sehen, das ist ein PVC-Leim gewesen. Problem bei diesen Leimen ist ja, dass die nicht reversibel sind. Ja, mit großer Hitze verbrennen sie auch, aber man kann sie nicht einfach wieder anlösen wie den Nukleotinleim. Da habe ich übrigens ein Video zu gemacht. Man kann sie nicht anlösen, aber man kann sie anritzen. Da habe ich hier mal so ein kleines Metallsägeblatt. Also es funktioniert halt wie ein Zahnhobel und damit kann ich mir so alte Oberflächen nochmal anritzen. Wenn da Lackreste drauf sind, dann werden die durchgeritzt und ich komme wieder ins Holz rein. Und ich vergrößere auf diese Art und Weise ganz erheblich die Oberfläche. So, also altes Metallsägeblatt kann man auch immer noch gut verwenden.
wenn sie stumpf sind. Und da das wie gesagt von 1984 ist, ist es mir auch legitim, wieder ein PVC-Leim zu nehmen. Breitenverbindung leimt, also dann brauchen wir hier den Dübel eigentlich nicht zur Stabilisierung, aber es ist eine gute Verleimhilfe. Hier haben wir die Gegenlöcher. So. Hätte ich mal vorher kontrollieren sollen. Die Verbindung passt nicht. Zeig's. Hier steht sie auf. Da, naja, habe ich jetzt die Zwinge gerade abgemacht. Da stand sie auch auf. In der Mitte war sie so hohl. Also alles wieder runter. Diesen Leim wieder runterwaschen. Ich hab's schon geahnt. So, das heißt fügen und neu dübeln. Zumindest auf der Seite. Einsäge. Nehmen wir den Leim auch nochmal runter. Und jetzt kann man das vorher mal kontrollieren. Ich habe hier, was ist das? Das waren, ach, die Schrauben, die drücken mir das hier auf. Schraubenlöcher genau in der Fuge. Sehen wir das in der Mitte, scheint noch ein bisschen das Licht durch. Also werde ich auf jeden Fall eine Seite nochmal nachhobeln. Die Dübel ist das Problem. Ja. Schraube hier, wenn man das sehen kann, da hebt sich ein Span hoch. Da hebt mir jetzt immer die Leiste an. Kann ich so gar nicht richtig kontrollieren. Ich drücke mal hier hinten, damit ich die Leiste nicht verbiege. Und wenn ich das mache, dann ist es dicht. Jetzt probieren wir nochmal die beiden übereinander. Jawohl. So ist es dicht, auch mit dem Kollegen hier dran. Gut, jetzt wird gedübelt. Erstmal die alten ausgebohrt. Ich möchte noch mal was zu der Begrifflichkeit Bauernmöbel sagen. Das ist ja ein irreführender Begriff. Bauernmöbel waren ja eigentlich schlichte Möbel. Hier handelt es sich eigentlich um einen Brettstuhl. Und Bauernmöbel sind ja eine eigene Gruppe von Kulturgut, die regional begrenzt durch bestimmte Farben und Ornamente, Gestaltungsmerkmale einen eigenständigen Charakter bilden. Und oft wird die Gruppe der Weichholzmöbel auch als Bauernmöbel bezeichnet, was nicht richtig ist, weil Weichholzmöbel wiederum waren ja die Nachahmung des vorherrschenden Stils des Geldadels, die den Möbelstil bestimmten. Und für die nicht so vermögenden Menschen waren halt Weichholzmöbel die
Alternative. Alternative insofern, weil die mit Lasuren versehen waren, die nicht so teuer waren wie Edelfurnier und somit aber trotzdem den Anschein erweckten, ein teures Möbel zu sein oder ein modernes Möbel zu sein. Bei diesem Brettstuhl handelt es sich um einen Stuhl aus Eichenholz, also kein Weichholzmöbel. Bauernmöbel müssen nicht zwingend aus Weichholz gefertigt werden. Es gibt auch welche in Nussbaum oder Eiche, je nachdem, was regional halt verbreitet war. Im Süden mehr Weichholz, im Norden mehr Eichenholz. Themenwechsel. Die Lackpinsel, die ihr hier seht, die sind aus Naturborsten, die waren mal sehr teuer. Seit über 20 Jahren bewahre ich sie so in meinem Spiritustopf auf, indem ich sie immer einhänge, so bleiben die Borsten gerade. Das war die nachhaltigste Investition, die ich je gemacht habe. Hier werden jetzt die Keile für die neu zu verkeilenden Füße geschnitten. Ich benutze hier Weißbuche. Das ist eins der härtesten Hölzer, die wir hier haben. Man verwendet es auch gerne für Hobelsohlen. Und ja, an der Bandsäge Keile geschnitten, 30 mm breit, einmal querschneiden und dann hat man seinen Schwungkeile. Hier ist wieder meine Warmhalteplatte. Ich habe die Keile schon vorgewärmt. Der Knochenleim, Glutinleim steht auch drauf. Und das ist jetzt das Entscheidende beim Zusammenstecken. Dadurch, dass ich mir dieses Kreuz aufgezeichnet habe, kann ich exakt dieselbe Position wiederfinden, wie sie zuvor waren. Wenn ich die nur um einen halben Zentimeter verdrehe, dann kippeln die Stühle und das wollte ich eben von Anfang an verhindern. Jetzt kann ich die genau wieder ausrichten, wie man hier sieht. Ich drehe das Zagenbrett auf dem Fuß, kann es kontrollieren und dann wird es verkeilt. Das war eine ganz wichtige Sache. Hätte ich das nicht gemacht, ich hätte jeden Stuhl nachbearbeiten müssen. Das wäre ein unnötiger Mehraufwand geworden. Jetzt die Weißbuchenteile rein. Ja, die sind auch gut stabil. Und hier ist der Stuhl oder die Arbeit wieder fertig. Also alle Stühle. Die Sitzplatten wurden verleimt, der Lack wurde abgeschliffen, es wurde neu verschraubt, auch neben der Fuge. Das führte auch dazu, dass die Sitzplatten aufgeplatzt sind. Und jetzt geht es zum Kunden. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da und ich freue mich aufs nächste Video.